think I make it? Yeah, you'll make it. It's a bit rough, but you'll make it. You'll be fine. Guten Morgen allerseits. Ich habe jetzt eben die Rosedale Organic Farm verlassen. Ich würde eigentlich gerne hier links auf den Surberg Pass abbiegen. Da hat man mir aber tunlichst davon abgeraten, weil das war gut befahrbar bis zu einer Lodge und danach sei der aber sehr, sehr Offroad. Ich werde jetzt den geplanten Weg fahren, da rundherum, und werde dann versuchen, zu einer anderen Lodge durch ein Tal hinzufahren und dann quasi den nördlichsten Teil des Surbergpasses zu fahren. Ich habe heute eine große Etappe, 340 Kilometer vor mir, ist eine der längsten bisher. Hier geht es rein in den Addo Elephant Park, da war ich gestern, war ein super Erlebnis, all diese Tiere zu sehen, live zu sehen, in quasi freier Wildbahn. Okay, das ist wie hier ein eingezäunter Park, aber der ist riesig, irgendwie 30 mal 50 Kilometer ist ein Teil davon. Da drüben sehe ich Elefanten an einem Loch. Die habe ich gestern natürlich von näherem gesehen. So, ich mache hier jetzt den Abzweiger zur Barefoot Elephant Lodge. Ich habe da heute Morgen angerufen, wie die Straße passierbar wäre. Die meinten, der Surbergpass wäre sehr gut passierbar. Da haben mir andere von abgeraten. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Nordstück dann gut passierbar ist. Sonst werde ich die 30 Kilometer dann wieder zurückfahren. Und bis zu der Lodge, glaube ich, ist es echt kein Problem. Ein bisschen Respekt habe ich schon. Wie gesagt, bin ich ziemlich nervös, wenn da Elefanten rumlatschen. Ich weiß nicht, ich habe angerufen, die meinten, es wäre kein Problem mit dem Motorrad. Ich nicht, was ich da mehr erschrecken habe. Die Giraffen oder ich? Ja, absolut unerwartet. Ah ja. Hello. How are you? I'm fine so far. So far. Good. What about this? You think I make it? Yeah, you'll make it. It's a bit rough, but you'll make it. How rough is it? Super rough or just like this or more? Rougher than this.
Ja? It's loose rubble, loose stones, but it's fine. A lot of people drive up there with bikes every weekend. And if I get in trouble, is there someone passing by? Yeah, you won't get into any trouble. No. No, you'll be fine. Okay, thank you. I do patrol here, Okay. so maybe later when I'm gonna go check. Yeah, okay. Thank you very much. Later. Bye bye. Okay, ich weiß, was er meinte mit loose. Weich, wie hier. Dachte ich eben, das Ärgste wäre schon geschafft, weil es ein bisschen leichter wurde. Das hat aber getäuscht. Das ist echt Hard Rocks. Wir müssen versuchen, nicht die Spur zu nehmen mit den zu scharfen, zu spitzigen, zu scharfkantigen Steinen. Schon arg ausgewaschen hier. Das ist jetzt ziemlich grob hier. Ist zu warm. Mir ist zu warm. Obwohl jetzt hier da ein gutes, frisches Lüftchen weht. Ei. So. Das war jetzt mal der erste. Ich glaube, da folgt jetzt noch ein zweiter Pass. Also erstmal runter und dann da drüben wieder hoch. Ja, es war schon nicht ohne, auch wenn ich nie irgendwo am Limit wie in den Westalpen war. Das war alles im Grünen, aber ich verschreie jetzt einfach mal überhaupt nichts. Das kann ja immer noch ändern. Aber ich mache jetzt mal kurz Pause. Ja, wenn ich mir den Navi angucke, dann habe ich wahrscheinlich das Gröbste geschafft. Den Höhenkurven an habe ich das Gröbste geschafft. Okay, man weiß nie, wie der Weg sonst aussieht. Geil, wenn ich das echt hinkriege. Bin ich echt stolz auf mich. Super. Vor allem so, ich möchte einfach nichts verschreien, so problemlos wie bisher. Wäre schön, wenn es so weitergeht.
Naja, mal ein paar Kurven, kann ja nicht schaden. Es ist eine Autobahn quasi, aber einfach schon geil. Da Vormittag, das technische Stück war natürlich sehr geil, auch hübsch, schön von der Landschaft mit der Giraffe, die mich da überrascht hat. Und das hier ist halt eine andere Kategorie. Aber möchte ich nicht ausspielen, die zwei gegeneinander. Beides sehr geil. Und jetzt mal ein bisschen Wasser. Vielleicht hilft das der GoPro. Die spuckt total da unten. Mal ein bisschen Stiefeln waschen. Ja, nee, nicht mal nass geworden. Super grün hier. Nach der ganzen Prärie eben. Naja, wird ja auch bewässert, ne? Da vorne sehe ich Somerset East. Beinahe verquatscht mit, weil ich ja doch ein paar Nächte in Somerset West war. Hier vorne ist dann Somerset East. Auf den folgenden 120 Kilometern gab es außer einem seltsamen öffentlichen Verkehr und einer beinahe Kollision kaum Erwähnenswertes zu berichten. Wow, das war aber ein rechtes Tal. Knapp, zum Glück, knapp nicht erwischt. Nach langweiligen 150 Kilometern Steppe quasi, alles Steppe, der größte Teil waren Geraden von bis zu 10, 12 Kilometern. Eine Kurve über einen Kilometer lang, speziell. Ein kleiner Pass dazwischen, sonst echt viel Langeweile. Und jetzt wird es da wieder mal ein bisschen hügeliger. Ich bin jetzt von der Hauptstraße nach Graf Reinett abgebogen und fahre jetzt hoch nach New Bethesda. Eigentlich war ich der Meinung, das wäre Gravel. Bin jetzt ziemlich erstaunt, dass es Asphalt ist. Naja, hübsch ist es auf jeden Fall. Landschaftlich also echt reizvoll, muss ich sagen. Das gefällt mir hier. Ja, wenn das kein Gravel ist, bin ich ja froh, habe ich heute Vormittag diese Herausforderung angenommen. Sonst wäre das heute kaum was gewesen mit Gravel. Das war ja eigentlich schon mein Hauptziel, Gravelstraßen zu fahren, ein bisschen Offroad zu fahren. Ja, den Ausblick nehmen wir doch mit. Echt wunderschön. Hey, geil. Super cool. Sehr, sehr schön. Bin begeistert. Ja, und dann gibt es doch noch ein paar Kilometer Gravel da drüben. So, die letzten Kilometer nach Bethesda. Nochmal Gravel. Ich hatte geschrieben heute Morgen, ich werde etwa um 16 Uhr da sein. Ich bin Schweizer, es ist 16 Uhr. Und ich hatte keine Ahnung, ob ich die Straße da machen kann mit dem Sürberg-Pass. Das Tal da ging aber alles so auf, wie erhofft, sage ich mal. Auch ein bisschen Abendsonne im Gesicht. Ah, wie ist das schön. Ups. Die habe ich total unterschätzt, die Kurve. Wie eine Oase. Es scheint mir auch eher ein fruchtbarer Ort zu sein mit Wasser.
ein hübscher Ort. Bethesda. Genau. Wunderbar, sehr schön. Es ist hübsch hier. Guten Tag, liebe Leute aus Bethesda. Ein wunderschöner Ort, wie ein Museum. Da gibt es auch viele Galerien, viele Kunst. Es ist alles super friedlich, man kann sich frei bewegen. Es ist wie von einem anderen Planeten, hatte ich heute Morgen mal gesagt. Ein hübsches Sträßchen, genau nach meinem Geschmack. Nicht zu breite Piste, nicht bloß nur Kies, sondern dann auch mal was Gröberes dazwischen. Hatte man mich vorgewarnt, dass solche Durchfahrten rutschig sein könnten, weil sie veralkt sind. Und eben beim Rausbeschleunigen habe ich das gemerkt, wie der hinten dann mal kurz verreist weg ist. Die springen aber höher als ich. Jetzt dachte ich, das wäre eine Kuh, die springt. Das sah echt aus, als wäre eine Kuh. Zuerst rechts. Ich kann es nicht glauben. Schon sehr hübsch. Es ist super, super schön hier. Ich bin begeistert. So könnte ich tagelang fahren. Wochenlang. Wow, wow, wow. Ha. Du bist ein mutiger Kerl. Ei, ei, ei. Bin doch ziemlich hoch geklettert. Werde ich jetzt gleich mal schauen. Bin ich gespannt. 1800 Meter sagt das Garmin. Das wäre wahrscheinlich der höchste Punkt meiner Reise. Werde ich jetzt mal so schätzen.
Kann ich aber nicht sagen. Ja, das gefällt mir so wild. Ja, hier bin ich. So. Hoho. Er hat spitze Hörner. Gewisse haben nicht spitze Hörner. Auf diese möchte ich nicht genommen werden. Hier haben wir irgendwelche Gazellen. Machst du ein Rennen? Der reinste Zoo hier. Wir rennen jetzt genau vors Rad. Es ist ja nicht so, dass ich die jagen würde. Die jagen mich. Vorne, was ist das für ein Vogel? Oh, argen Gegenwind. Oh. Krass. Taucht das so plötzlich auf? Haben wir ein paar wilde Zebras, wobei es ist auch ein Naturreservat, das davor Form geht. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt eher das Gefühl, dass das jetzt wieder wildes Land ist. Aber jetzt hat man keine Angst und rennt mir nicht vors Rad. So, links ging es jetzt wieder zur Hauptstraße nach Refranet oder so, wie das auch nochmal heißt, da im Norden. Da wäre ich eigentlich gestern gerne lang gekommen. Jetzt stimmt auch das Licht wieder für Fotos und überhaupt Stimmung. Wunderschön, super schön. Hier wird gejagt. Ich hoffe mal nicht, dass sie Motorradfahrer jagen. Die gefallen mir sowas von, die Berge. Traumhaft schön. Oh, das ist weich hier, Neuge.
upgraded. Mag ich irgendwie eigentlich nicht so. New Bethesda von der anderen Seite her, oder von der dritten Seite her. Bethesda, der Ort, wo auch die Township sauber und ordentlich aussieht. Guten Morgen aus New Bethesda. Ich verlasse diesen wunderschönen Ort. Hat mir echt gut gefallen hier. Es war wahrscheinlich das schönste Hotel oder Gästehaus, in dem ich war, auf jeden Fall hier. Höchste Klasse, wunderschön. Ich fahre jetzt Richtung Westen, Südwesten, Richtung Beaufort West. Heute sind das 220 Kilometer, also nicht allzu doll. Aber ich denke, da sind dann noch einige Offroad-Straßen mit dabei. Hallo, hier bin ich. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass die Route hier hochführt. Ich hatte das Gefühl, ich fahre da im Talboden. So, ich bin gespannt, wo das hinführt. Da war eigentlich nicht wirklich ein Wegweiser, nur so eine Farm, wie ich das interpretiert habe. Da steht ja River Denny. Naja, so kalt, ohne Aufwärmen, gleich hier hoch, okay. Ach, so arg ist er nicht, aber da vorhin eben. Oh oh. Von wegen nicht arg. Waren jetzt doch ein paar Schwellen dabei, aber die Yamaha, die macht das echt geil. Ich habe bald das Gefühl, ich habe mich zu warm angezogen. Habe ich jetzt nicht so mit gerechnet, dass es gleich so losgeht. Und da brennt die Sonne jetzt doch schon ein paar Stunden drauf. Geil, geil, geil. Ich liebe es. Schon mal, ich sag's jeden Tag, diese Straßen, das sind schon genau mein Ding. Aber genau mein Ding. Oh. Das sieht nach Brand aus da drüben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine Route da nicht reinführt. Naja, ein paar Klippen sind da schon mit dabei. Das ist nicht ohne hier. Mit Sand, ist aber alles nicht dabei. Lehm, da wechselt sich alle 20 Meter der Belag. Diese Hängebrücke, die taugt wohl auch im Notfall nicht mehr. Kann man rüberklettern. Also relaxed fahren ist anders. Da muss man echt immer konzentriert bleiben, wegen diesen Wellen. Die sieht man zum Teil echt spät. Jetzt selten mehr als 50 gefahren. Hoppala. Ich bin jetzt knapp eine Stunde unterwegs und ich habe noch kein Auto gekreuzt. Bin an 2 Farmen vorbeigefahren, vielleicht 3.
Tiere habe ich eigentlich auch noch kaum welche gesehen. Ich denke, die sind eher im Schatten im Moment, mittags dann, wo denn ein Schatten zu finden ist. Schade, das war's mal vorläufig mit Gravel. Von weitem hatte ich den Rauch doch schon gesehen, kaum nach dem Losfahren. Und so wie es aussieht, fährt der Doktor-Traktor da wieder mitten rein. Ich hoffe mal, das geht, dass da nicht irgendwie die Straße gesperrt ist, sonst gibt es einen großen Umweg heute. Gucken wir mal. Naja, so wie es scheint, habe ich mal Glück gehabt. Ja? Das hatte ich schon mal irgendwo gesehen, das muss ich mir jetzt echt näher anschauen. Ich dachte, das wäre Sand beim ersten Mal, aber das ist nicht Sand. Millionen von kleinen Heuschrecken, würde ich mal sagen. Frisch betankt. Weiter geht's auf Gravel. Noch etwa, ja, was waren jetzt das, 80 Kilometer Asphalt. Hübsch mal wieder so quer über Land. Zügiges, leicht hügeliges, kurviges, also nicht übertrieben, aber kurvigeres Fahren. Schon ziemlich geil. So, mein Zuhause für eine Nacht. The Whale Farm.